Und wir haben sie auch auf die Gefahren hingewiesen. Aber es bringt nichts, Druck auf sein Kind auszuüben. Mögen Sie Erdbeeren? Aus unserem Garten. Hauptsache, man kann mit seinen Kindern noch reden. Das ist das Wichtigste. Die dritte Familie, Edwin. Clara Berners, alleinerziehende Mutter. Ich habe sie zu Hause nicht angetroffen und ihr aus Band gesprochen, dass sie sich melden soll. Richtig. Und sie kam noch am Nachmittag zu uns und ich habe die Vernehmung durchgeführt. Schön, dass Sie gleich gekommen sind. Danke. Das ist ganz schrecklich. Ich habe den... Wie heißt der? Kilian. Markus Kilian. Ich habe den nicht gekannt. Was hat denn Ihr Sohn über ihn gesagt? Nichts. Wie sind Sie an diesen Lehrer gekommen? Da war mal eine Anzeige in der Zeitung. Die haben Nachhilfe angeboten. Sogar umsonst für Leute, die nicht so viel Geld haben. Wussten Sie, dass der Lehrer Scientologe war? Das sind die mit Tom Cruise, oder? Ja. Ich bin froh, dass Edwin überhaupt was Sinnvolles macht. Nicht immer nur vor dem Computer rumhängt. Wo ist meine Mutter? Ich will zu meiner Mutter. Er hatte sich an mir vorbeigedrängelt. War tierisch wütend. Ich war draußen mit Wörnle. Auf dem Flur. Und gibt schon irgendwas? Nichts Konkretes. Er hat keine Freunde, keine Frau, keine Ex-Frau. Eigentlich kein soziales Leben. Nur sein Kontakt zu Scientology. Deshalb glauben wir auch, dass die Tat etwas damit zu tun hat. Jedenfalls hat die Presse was mitbekommen. Ein toter Scientologe ist eine fette Story. Ja. Ich hätte gern schnelle Ergebnisse. Auch wenn ich weiß, dass sie momentan unterbesetzt sind. Haben Sie was von Vince gehört? Nichts. Und von seinem Vater? Auch nichts. Alle Spuren führen ins Nichts. Das Geld ist verschwunden. 3 Millionen. Wissen Sie, was in Vince gefahren sein könnte? Ich meine, Sie haben doch so lange mit ihm zusammen. Wo ist meine Mutter? Moment mal, langsam. Moment mal, langsam. Was soll denn das? Das dürfen Sie nicht. Was darf ich nicht? Mama, komm mit. Ja, nicht gut. Meine Mutter hat das Recht auf einen Anwalt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir reden nur. Das ist ein Verhör. Das ist kein Verhör, wir unterhalten uns. Das hätten wir gern bei Ihnen zu Hause getan, aber leider waren Sie nicht da. Und Ihre Mutter war so freundlich, hier vorbeizukommen. Sind Sie fertig? Meine Mutter ist in therapeutischer Behandlung. Sie hat Angstzustände und Sie verhören sie einfach ohne mich? Sie sind der Beschützer Ihrer Mutter. Ja, ich kümmere mich um Sie. Na und? Ja, das ist doch schön. Und wir sind sowieso schon fertig. Aber wenn Sie schon mal hier sind, wie war Ihr Verhältnis zu Herrn Kilian? Keine Ahnung. Normal halt. Als Lehrer war er okay. Können Sie sich vorstellen, wer ihn töten wollte? Ja, sicher. Ich meine, Sie haben doch bestimmt die ganzen Briefe wegen Scientology gesehen, oder nicht? Ich meine, bei der ganzen Medienkampagne ist wahrscheinlich einer durchgedreht. Denken Sie an jemand Bestimmtes? Wir sind dann gleich zum Vater von Alexander gefahren und haben ihn mit der Aussage von Edwin konfrontiert. Herr Maybach, kommen Sie. Ich habe da noch ein paar Fragen an Sie. Wir haben mit Edwin gesprochen. Und Edwin sagt, Sie hätten Drohbriefe geschrieben. Das hat er gesagt? Das hat er gesagt. Ich habe den Rechtsweg versucht, aber juristisch ist da nichts zu machen. Religionsfreiheit. Als ob das was mit Religion zu tun hätte. Ich dachte, es wäre Ihnen egal, wer Ihrem Sohn zum Erfolg verhilft. Hauptsache Erfolg. Die können Alexander zum Abitur bringen. Aber was dann? Was macht Alexander dann? Alexander ist ein sensibler Junge. Der soll später mal was Schönes studieren im Ausland. Aber was mache ich, wenn Alexander sagt, du Papa, ich bin jetzt Scientologe? Dann steht er auf der Straße und verkauft dieses dämliche Buch. Und dann macht er ein Seminar und noch ein Seminar und noch ein Seminar. Die darf alles schön selber bezahlen. Bis das Erbe futsch ist, ja? Und seine Zukunft, die ist dann auch kaputt. Herr Semmers, haben Sie die Briefe geschrieben, ja oder nein? Ja. Es war pure Blödheit und ein paar Wein zu viel. Und dann haben Sie versucht, mit Kilian zu sprechen? Ja, einmal, aber es war völlig sinnlos. Da hätte ich auch mit einer Tür sprechen können. Und dann lag da plötzlich die Pistole rum.
Ich habe Ihnen bereits gesagt. Ich habe den ganzen Abend, an dem Herr Kilian erschossen worden ist, mit meiner Frau vor dem Fernseher verbracht. Wo warst denn du da eigentlich? Na, ich bin doch gleich zu Alexander hochgegangen. Ah ja. Wir haben geklingelt. Ach. Guten Tag, Frau Sammers. Wir würden gerne noch mal mit Ihrem Mann sprechen, bitte. Ja, na sicher. Kommen Sie rein. Danke. Bernd, kommst du mal? Es ist noch mal die Polizei. Und dann habe ich Alexander oben gesehen. Ich gehe mal hoch. Okay. Herr Maybach, kommen Sie. Ich habe da noch ein paar Fragen an Sie. Wir haben mit Edwin gesprochen. Und Edwin sagt, Sie hätten Drogen überschritten. Hallo. Hallo. Kann ich reinkommen? Der Alexander ist ein netter Junge. Bisschen verwirrt vielleicht, aber das sind ja so ziemlich alle Teenager. Sein Zimmer hatte allerdings wenig Jugendliches. Das wirkte sehr nüchtern. Bis auf ein Foto. Da waren er, Edwin und Adriana drauf. Ich habe ihn dann zu Markus Kilian befragt und ich hatte den Eindruck, dass er gerne von ihm gesprochen hat. Und dass er ihn sehr bewundert hat. Was können Sie mir über Herrn Kilian erzählen? Mein Nachhilfelehrer. Er hat jeden von uns als Person gesehen. Er hat gewusst, was jeder von uns brauchte. Adriana musste mal aus ihrem Märchenwald rausgeholt werden. Die war total versponnen. Das hat der Kilian geschafft. Und der Edwin war nur aggressiv. Kilian hat das geändert. Edwin ist jetzt auf seine Ziele fokussiert. Und was hat der Kilian bei Ihnen bewirkt? Und was hat er gesagt? Dass er keine Angst mehr vor seinem Vater hat. Haben wir irgendwas übersehen? In 20 Minuten ist Pressekonferenz. Ist da noch ein Kaffee drin? Nee. Ich hol mal welche. Ich helfe dir. Bleib sitzen. Sag mal, schläft Hajo überhaupt noch? Er hat ja schon wieder im Büro übernachtet. Meinst du, der will gar nicht nach Hause? Keine Ahnung. Was glaubst du, wie es Vince geht? Meinst du, er ist glücklich? Kann man auf einer Flucht überhaupt glücklich sein? Vince hat seine Wahl getroffen. Und ob er glücklich ist oder nicht, ist mir ziemlich egal. Machen wir weiter? Mhm. Unglaubliche Selbstdisziplin. Die ist sowas von kontrolliert. Und ich komme mir vor wie im Zoo. Schaust auf ein Tier, denkst, du kennst es aus Filmen und hast darüber schon gelesen. Aber wenn du dann davor stehst, dann merkst du, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Ja, danke. Okay. Wo sind wir? Ihr wart bei dem Vater von Alexander. Und was war dann? Dann hat Sabine angerufen, weil sie Neuigkeiten hatte. Und ich bin in die Gerichtsmedizin gefahren. Die Todesursache ist immer noch der Kopfschuss. Aber ich habe eine sehr kleine Einstichwunde am Bauch entdeckt. Circa 4 Wochen alt, stammt von einer Biopsie. Ich habe den Bauchraum mal genauer untersucht und Kilian hatte Leberkrebs. In seiner Leber ist ein Tumor etwa 5 Zentimeter groß, noch nicht behandelt. Aber da er eine Biopsie hatte, wusste er wohl, dass er krank war. Und wie schlimm war das? War das behandelbar? Ich habe den Tumor nicht histologisch untersucht, aber seine Prognose war positiv. Der Krebs war operabel. So der behandelnde Arzt, Professor Lakic. Aber es gab ein anderes Problem. Welches denn? Der Professor hat Kilian seine Diagnose mitgeteilt und Kilian war zutiefst getroffen. Ja, aber das ist ja wohl normal, wenn man so eine Nachricht erhält, oder nicht? Kilian sagte, er könne gar keinen Krebs haben, weil er nämlich clear sei. Und wenn du clear bist, dann ist dein Geist so rein, da kannst du gar nicht krank werden. Scientologen-Voodoo. Aber Kilian hat dran geglaubt, er ist einfach gegangen. Ohne sich behandeln zu lassen? 2 Wochen später war er wieder da. Er hat akzeptiert, dass er Krebs hat, er hat in die Operation eingewilligt und er hat gesagt, dass er Scientology verlassen will. Kilian ist quasi vom Glauben abgefallen.
Er hat sein ganzes Leben Scientology gewidmet. Er hat alle Kurse besucht. Sein Geist war vollkommen frei von allen negativen Energien. Er war clear. Und dann bekam er plötzlich Krebs. Eigentlich unmöglich. Also konnte irgendetwas an der Scientologenlehre nicht stimmen. Erst haben wir gedacht, dass er sterben musste, weil er Scientologe war. Und dann mussten wir annehmen, dass man ihn getötet hat, weil er aussteigen wollte. Und ich habe versucht, sofort Verena Lindengard zu treffen. Aber jemand sagte mir im Nachhilfeinstitut, dass er einen Vortrag hält im Scientology-Zentrum. Und da bin ich hin. In die Höhle des Löwen. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Johanna. Sind Sie zum ersten Mal bei uns? Ja? Haben Sie schon einen Persönlichkeitstest gemacht? Nein. Wozu? Oh, man kann neue Seiten an sich kennenlernen. Ach, wissen Sie, ich bin über 60 Jahre alt und weiß sehr viel über mich. Manchmal mehr, als mir lieb ist. Und wenn es eine Seite gibt, die sich erfolgreich 60 Jahre vor mir verborgen hielt, dann sollte man sie in Ruhe lassen. Meinen Sie nicht? Ich hatte den Eindruck, dass die Leute sehr freundlich sind, aber nicht viel Humor haben. Ich suche Verena Lindengard. Sie hält gerade einen Vortrag. Wo? Oh, das tut mir leid. Wenn Sie sich nicht angemeldet haben, dann können Sie dem Vortrag nicht beiwohnen. Draußen ist ein Schild, Tag der offenen Tür. Sie müssen sich aber trotzdem anmelden. Dann melde ich mich jetzt an. Und bei Berufsbezeichnung schreiben Sie Polizeibeamter. Ich darf dann wohl. Wir haben alle nur ein Leben auf dieser Erde, oder? Nur ein Leben als Mensch. Wenn wir Kinder sind, denken wir, wir sind unsterblich. Wenn wir jung sind, denken wir, wir können alles erreichen, was wir wollen. Und dann muss man erkennen, dass hier der Mut fehlt, dort das Talent, hier die Möglichkeiten, dort das Glück. Man richtet sich ein. Und das ist in Ordnung so. Wir können nicht alle zum Mond fliegen, so viel Platz ist da nicht. Wir können auch nicht alle Spitzensportler werden oder Konzertpianist. Aber was wir können von hier nach hier gehen. Was wir können, ist unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Was wir können, ist aufhören, uns selbst im Weg zu stehen. Es gibt so viele Dinge und Leute, die einem im Weg stehen. Deshalb muss man sich selbst nicht auch noch im Weg stehen. Wisst ihr überhaupt, was ihr könnt? Wisst ihr, wozu ihr fähig seid? Ihr wisst es nicht. Ihr habt euch daran gewöhnt, dass euer Leben auf euren Schultern lastet wie ein schwerer Rucksack. Aber man kann etwas dagegen tun. Clear. Ich bin clear. Was heißt das? Frei von allen negativen Engrammen. Was heißt das? Negative Engramme sind all der Müll, der sich in euch angesammelt hat in all den Jahren. Der menschliche Geist nimmt alles wahr, alles. Nur wissen wir es nicht. Wir nehmen alles auf, aber wir vergessen es. Aber es geht. Es gibt einen Zugang zu allem, was wir wissen und erlebt haben. Das Auditing. Was heißt das? Ein Mensch führt einen anderen zurück zu einem besonderen Erlebnis, das ihn beschäftigt, aus irgendeinem Grund. Man geht alles durch. Nochmal und nochmal. Man erinnert sich an alle Details. Nochmal und nochmal und nochmal. So ist es. Wir können uns an mehr erinnern, als wir denken. Norbert, würdest du bitte aufstehen? Sag uns bitte, was du erlebt hast. Ja, ich hatte einen schweren Autounfall und ich saß im Rollstuhl. Ärzte konnten mir nicht mehr helfen. Und dann bin ich zu Scientology gekommen. Danke, Norbert. Wie ist das möglich? Kein Arzt konnte ihm helfen, weil sein Rücken keine schwere Verletzung aufwies.